Zusammen, schön, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Was gibt's Neues? Unsere Vespa hat Leistungsverlust. Unrunder Motorlauf. Wie kommen wir dazu? Was machen wir? Was es heute ist, wenn es euch interessiert, dann bleibt jetzt dabei. Da muss man die Lichtmaschine ran und den Wellendichtring wegmachen. Und den auch tauschen. Jetzt ist das hier schon schön versifft. Das heißt, die Schrauben gehen vielleicht besser auf. Bin echt mal gespannt, ob man hier sieht, wo der Siff herkommt. Also er hat hier auch nochmal direkt neben der Zündkerze 2 Schrauben. Schauen wir mal, ob das alles war. Oder wo der ganze Dreck noch hebt. Gucken, ob muss die Imbus da auch noch weg. Also ich habe jetzt die da weg. Unten so Kreuzschlitzschrauben. Imbus. Ob du wirklich richtig stehst, siehst du, wenn das Licht angeht. 1, 2 oder 3. Boah, ey, da hätten sie ja echt sich was anderes einfallen lassen können. Machen sie so eine niedrige Imbusschraube rein. Das geht ja gar nicht. Kennt ihr das auch? So Schrauben, die man ewig drehen können. Ich glaube, die Schrauben am Kopf hätte man nicht wegmachen müssen. Aha. Dann sind hier unten auch noch Schrauben dran. Also hier die und die da hinten. Das sind Kreuzschlitzschrauben. Die müssen ab. Jetzt kommen wir hier zum Gebläserad. Das sind bestimmt auch Kreuzschlitzschrauben. Richtig eingegammelt. Ja. Die wollen bestimmt auch nicht. Oh, also der ist gegangen. So, der wollte da oben. Gucken, ob ich die anderen auch noch überreden kann. Oh, jetzt muss der Rüssel da wieder rumhängen. Leck mir am Arsch. Gut, die wollte auch sich überzeugen lassen. Und jetzt kommen wir zur letzten. Das sieht schon übel vergammelt aus da hinten. Da ist irgendwas im Argen, hey. Wahrscheinlich ist der hey. Oh, so, die sind richtig fest, hey. So sieht es da hinten aus. Richtig schön versifft. So, jetzt braucht man einen Polradabzieher. Boah, hey, das ist richtig vergammelt. Hat er das ganze Öl daneben geschüttet oder was ist da ab? Das muss man jetzt mal gucken hier. So, jetzt kommt der Polradabzieher zum Einsatz. Wenn ihr den nicht habt, dann ist es jetzt hier vorbei, weil ohne den kriegt ihr das nicht raus, das Polrad. Das ging. Okay. So. Oh ja, hier. So, das ist jetzt das Paradebeispiel. Da haben wir das Problem. Hier ist das Problem. Jetzt könnt ihr sehen, wie der Wellendichtring undicht ist, wie der glitzert. Kann man das sehen? Also man sieht hier richtig, dass der Wellendichtring undicht ist. Wie der glitzt, wie da die Soße rausläuft. Da ist die Ursache. Der verölte, den holen wir jetzt da raus. Also das haben die schon richtig schön zugemacht, die Italiener, muss man schon sagen. Also knallhart. Da reicht eine Pizza nicht als Aufwandsentschädigung. Und wie geht's euch so? Vor Weihnachten? Ach du Scheiße, was hängt denn da runter? Was ist das? Gras oder was ist das? Was hat denn der da reingezogen? Altes Kassettenband oder was ist das?
Der hockt da ganz da drin. Das Simmering. Also mit meinem BGS-Werkzeug werde ich da wahrscheinlich nicht weit kommen. Wer billig kauft zweimal. Oh, Antonio, was hast du mir da angetan? Also, Antonio, wenn du das siehst, eine Pizza reicht hier nicht. Eine Pizza reicht da nicht. Das ist viel zu groß hier. Schraubendreher. Flo, du kannst doch nicht mit so einem riesen Schraubendreher da rein. Das geht doch gar nicht. Was machst du schon wieder? Geh da mal auf Zeit, sonst komme ich da gar. Sieh ja gar nichts, komm ja gar ran. Muss man halt gut aufpassen, nichts kaputt machen hier. Ja, der hat schon verspielt. Jetzt. Also ich weiß nicht, wo der da rumgefahren ist. Was ist das hier alles für eine Rotze? Der Hasen überfahren oder was ist das alles? So viel Wald gibt's doch gar nicht mehr hier. Ja, und dieser Dreck, der kommt dann da rein, zwischen den Wellendichtringen. Und dann sagt er, kannst mich mal. Ist klar, kann man den auch nicht für übel nehmen. Oh, da kommt ja richtig Gülle mit, ey. Wie heißt die Mutter von Niki Lauda? So, der muss richtig da drin sitzen und zwar richtig ordentlich, so wie es sich gehört. So, er ist jetzt sauber drin. Ich messe da echt nochmal mit dem Messschieber nach. So, weil man ja da so scheiße hinkommt an den Ring, da messe ich dann hier auch nochmal aus, ja. Also hier, dass ich hier wirklich überall gleichmäßig drin bin. Dass der wirklich nicht schräg oder irgendwie drin sitzt. Wenn der schräg drin hockt, dann war es für die Katz die Arbeit. Kommt der Stator da wieder rein. Das kann man natürlich jetzt richtig schön putzen. Hier, man sieht den ganzen Siff schon. Dann lohnt es sich da auf jeden Fall mal nach dem Wellendichting zu gucken. Vor allen Dingen, wenn man Probleme hat. Gut, jetzt knallen wir das an. Aber bestimmt und nicht übertrieben. So, das reicht mir eigentlich jetzt von Sauberkeit. So, jetzt nicht anballern wie ein Hirsch, sondern mit Drehmoment anziehen. Wenn ihr Drehmoment genommen habt, oder ihr wisst, wie es sich anhört, wenn es fest ist. Jetzt kommt das Lüfterrädle wieder drauf. So, Schrauben rein. Also der ist ja gelaufen wie ein Sack Nüsse. Dass der Karren überhaupt laufen ist, das wundert mich eigentlich. Okay. So, jetzt kommt wieder der verrotzte Deckel drauf. Flo, was machst du denn? Was machst du denn da für ein Scheiße? So, sind wir zufrieden? Also Antonio, wenn du das siehst, eine Pizza reicht nicht. Also die zwei hätten wir da nicht rausmachen müssen.
Also Leute, danke, dass ihr heute dabei wart. Es hat echt Spaß gemacht mit euch. Also wie gesagt, wenn ihr Probleme habt, dass der Motor unrund läuft, dass schlechte Gasannahme ist, dann kann die Ursache ein defekter Wellendichtring sein. In diesem Fall prüft die Wellendichtringe, passt aber auf, wenn ihr Kratzer in die Kurbelwelle reinmacht oder ins Gehäuse, dann ist natürlich der Motor nachher fast schon Schrott. Also Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Wenn ihr weitere Filme sehen wollt zu Vespa und Co., schaut in die Playlist rein. Ich freue mich auf die nächste Folge mit euch. Ciao.